Sterben im Mittelalter ein Ritual der Gemeinschaft. Stellen Sie sich eine kleine, rauchgeschwängerte Hütte vor. Irgendwo in Mitteleuropa um 1300 der Geruch von feuchter Erde. Schweiß und Angst liegt schwer in der Luft, in der Mitte des Raumes, auf einem einfachen Strohlager, liegt ein Mann im Sterben. Sein Atem geht flach, ein rasselndes Geräusch bei jedem Zug, aber er ist nicht allein. Seine Frau kniet neben ihm, die Hände gefaltet, die Lippen formen lautlose Gebete. Seine Kinder kauern in einer Ecke, die Augen weit aufgerissen. Und um sie herum drängen sich die Nachbarn, das Gesinde, der Schmied, die Bäuerin, das ganze Dorf scheint da zu sein. Sie sind nicht hier, um zu gaffen. Cisaillère, weil der Tod kein privates Ereignis ist. Er ist ein öffentliches Ritual, ein Riss im Gefüge der Gemeinschaft, der gemeinsam gekittet werden muss. Das hier ist das genaue Gegenteil unserer modernen Erfahrung. Heute findet der Tod meist im Verborgenen statt, in den sterilen, weißen Räumen eines Krankenhauses. Im Mittelalter jedoch war der Tod ein ständiger Gast, der mitten ins Leben trat. Er war kein medizinisches Versagen, sondern ein tiefgreifender spiritueller und sozialer Prozess, der jeden betraf. Jeder einzelne Schritt, vom letzten Atemzug bis zur Beisetzung, folgte strengen, über Generationen überlieferten Regeln. Und es ging um nichts Geringeres als die Rettung der Seele des Sterbenden und den Schutz der Lebenden vor dem Unheil, das ein unkontrollierter Tod über sie bringen konnte. Dies ist die Geschichte einer Zeit, in der das Sterben eine Kunst war und der Tod eine Angelegenheit für alle. Der langsame Abschied die Kunst des guten Sterbens. Im Schatten der Holzdächer und Steinkirchen zwischen 1100 und 1400 war der Tod ein unsichtbarer Gast, der nie wirklich fern blieb. Er kam selten wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern schlich sich meist langsam an. In den engen Häusern von Bauern, Handwerkern und Tagelöhnern kündigte er sich an durch flache Atemzüge. Fiebrige Blicke und ein Flüstern, das die Nacht durchdrang. Wenn das Ende nahte, lag der Sterbende nicht isoliert da. Ganz im Gegenteil, Familie, Nachbarn und Gesinde versammelten sich eng um das Lager, ihre Gesichter bleich im Schein von Talgkerzen. Kinder, die sonst barfuß durch den Schlamm der Gassen rannten, kauerten jetzt still in einer Ecke, die Augen weit vor dem unbegreiflichen Grauen. Der Raum oft eng, stickig und rauchgeschwängert wurde zur Bühne eines stillen, aber intensiven Dramas. Die Anwesenden lauschten auf jeden Seufzer, denn der letzte Atemzug war nicht das Ende, sondern der alles entscheidende Übergang. Der Moment, in dem die Seele ihren Kampf begann, um aus dem Körper zu gleiten. Dieser Übergang wurde von einer Reihe tief verwurzelter Rituale begleitet. Fenster wurden einen Spalt breit geöffnet, damit die Seele, die man sich als leichten Hauch vorstellte, ungehindert entweichen konnte. Spiegel und andere glänzende Oberflächen wie polierte Zinnteller wurden sorgfältig mit Tüchern verhüllt. Man fürchtete, die umherirrende Seele könnte sich darin spiegeln, sich selbst nicht erkennen und auf ewig zwischen den Welten gefangen bleiben. Die Gebete der Anwesenden wurden drängender, während der Duft von getrockneten Kräutern und manchmal auch Weihrauch die schwere Luft erfüllte. Genau in diesem Moment begann der vielleicht wichtigste Teil, die Deutung der Zeichen. Denn das Mittelalter kannte einen guten Tod und einen schlechten Tod. Ein guter Tod, die Bonne Mors, offenbarte sich in Ruhe und einem sanften Entschwinden. Im Idealfall sprach der Sterbende klare Worte der Reue, vergab seinen Feinden, segnete seine Familie und blickte friedlich gen Himmel. Sein Gesicht blieb entspannt, die Glieder schlaff. Ein solcher Tod war ein Zeichen der Gnade, ein Versprechen, dass die Seele direkt in den Himmel schwebte. Die Umstehenden atmeten erleichtert auf und wussten, dass dieser Verstorbene nun als Fürsprecher im Jenseits für sie beten konnte. Doch ein schlechter Tod, die Mala Mors, war ein Omen des reinen Schreckens.
wenn der Sterbende sich in Krämpfen wand, unflätige Worte schrie oder mit gebrochenen Augen ins Leere starrte, war das ein furchtbares Zeichen. Schlimmer noch, wenn er zu halluzinieren schien, als zerrten Dämonen bereits an seiner Seele, ein wild irrender Blick, Schaum vor dem Mund, ein Körper, der sich gegen unsichtbare Fesseln aufbäumte, all das kündete von unbußfertigen Sünden. Die Familie erbebte vor Furcht, und der Raum füllte sich mit panischen Fürbitten, die verzweifelt versuchten, die Waagschale des göttlichen Gerichts noch zu neigen. Diese Vorstellungen wurden durch die sogenannte Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, systematisiert und verbreitet. Ursprünglich in Klöstern für Geistliche verfasst, fanden diese Lehren durch Predigten und bebilderte Holzschnitte ihren Weg zu den einfachen Leuten. Die Ars Moriendi lehrte, wie man sich auf den Tod vorbereitet, weltliche Bindungen loslassen und die 5 Versuchungen des Teufels überwinden. Die am Sterbebett lauerten Unglaube, Verzweiflung, Ungeduld, geistlicher Stolz und Habsucht. Bilder an Kirchenwänden zeigten eindrücklich, wie Engel und Dämonen um die Seele des Sterbenden kämpften. So lernte jeder, die Zeichen zu lesen und alles dafür zu tun, einen guten Tod zu sterben. Die letzte Rettung Priester, Beichte und Sakramente. In diesem Drama um Himmel oder Hölle war die Rolle des Priesters absolut unersetzlich. Sobald klar war, dass der Tod nahte, wurde ein Bote losgeschickt, um ihn zu holen. In manchen Pfarreien, besonders ab dem späten Mittelalter, läutete dann eine kleine Glocke, die sogenannte Sterbeglocke. Es war ein Signal für die ganze Gemeinde, einer von ihnen lag im Sterben, und es war Zeit für das Gebet, der Priester kam nicht mit Arzneien für den Körper. Seine Aufgabe war die Rettung der Seele, er brachte die heiligen Sakramente, bekannt als letzte Ölung. Der wichtigste Akt war die letzte Beichte. Sie war der entscheidende Damm gegen die ewige Verdammnis. Am Sterbelager, umgeben von Kerzen und den lauschenden Angehörigen, bekannte der Sterbende seine Sünden. Jede noch so kleine Sünde musste ans Licht, denn nur so konnte sie vergeben werden. Der Priester sprach dann die Absolution, die Worte schwer und bedeutungsvoll, Ego ci absolvetis tuis. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Ohne diese letzte Reinigung lauerte nach dem Tod das Gericht, bei dem die Seele allein vor Gott stand. Die Absolution war die einzige Garantie, diese Prüfung zu bestehen. Im Anschluss reichte der Priester die Wegzehrung. Das Viatem, eine geweihte Hostie als letzte Kommunion, die die Seele für ihre Reise stärken sollte. Schließlich vollzog er die Krankensalbung, bei der er mit heiligem Öl Stirn, Lippen, Hände und Füße salbte jene Körperteile, mit denen gesündigt wurde. Die Anwesenheit des Priesters war so entscheidend, dass der plötzliche, unvorhergesehene Tod, die mors improvisa, die größte Furcht der Menschen war. Bei einem Überfall erschlagen zu werden oder im Schlaf zu sterben, bedeutete, ohne Beichte und letzte Ölung vor Gott zu treten. Ein spiritueller Albtraum. Deshalb beteten die Menschen zu Heiligen wie Christophorus oder Joseph, die vor einem jähen Tod schützen sollten. Große Darstellungen des Christophorus an Kirchenmauern sollten jeden, der ihn anblickte, vor einem Tod ohne Vorbereitung bewahren. Zwischen Leben und Tod die Angst vor dem Scheintod. Doch selbst wenn der Atem stillstand, war die Unsicherheit nicht vorbei. Eine tiefsitzende Angst ergriff die Hinterbliebenen, die Furcht vor dem Scheintod. In einer Zeit ohne Stethoskope war es extrem schwierig, den Tod zweifelsfrei festzustellen. Man kannte Geschichten von Leuten, die nach Stunden oder sogar Tagen plötzlich wieder zu sich kamen. Das nährte eine schreckliche Vorstellung, was, wenn man jemanden begrub, der noch lebte. Diese Angst prägte die Ritualen nach dem vermeintlichen letzten Atemzug. Man griff zu verschiedenen Methoden, um sicher zu gehen. Eine gängige Praxis war, eine leichte Feder oder einen Wollfaden vor Mund und Nase zu halten. Bewegte sich auch nur der feinste Hauch, bestand noch Hoffnung.
Eine andere Methode war das Halten eines Spiegels vor den Mund. Beschlug er nicht, galt das als Zeichen für den Tod. Man schrie dem Toten ins Ohr, drückte fest auf seine Brust oder zwickte ihn, in der Hoffnung auf eine Reaktion. Doch die eindeutigsten Zeichen waren die des Verfalls. Daher wurde der Leichnam oft für eine gewisse Zeit aufgebahrt, in manchen Gegenden sogar bis zu 3 Tage lang. Diese Wartezeit diente nicht nur der Trauer, sondern war eine grausame Notwendigkeit. Man wartete auf die untrüglichen Anzeichen der Verwesung, den Leichengeruch und die Totenflecken. Erst dann konnte man mit relativer Sicherheit davon ausgehen, dass der Mensch wirklich tot war. Die Angst, lebendig begraben zu werden, war so real, dass sie die Menschen dazu zwang, den Tod in seiner ganzen physischen Realität zu konfrontieren. Die erste Nacht Wache und Vorbereitung. Sobald der Tod als endgültig galt, begann eine neue Phase intensiver ritueller Arbeit. Die eintretende Stille war keine der Ruhe, sondern eine der geschäftigen Vorbereitung, getrieben von jahrhundertealten Bräuchen. Die erste Handlung war die Waschung des Leichnams. Diese Aufgabe fiel traditionell den Frauen der Familie und den Nachbarinnen zu. Mit rauen, aber sorgsamen Händen wuschen sie den Körper mit lauwarmem Wasser, dem oft Kräuter beigemischt waren. Das war mehr als nur Hygiene. Es war eine letzte liebevolle Zuwendung und eine rituelle Reinigung. Nach der Waschung wurde der Verstorbene in sein bestes Gewand gekleidet, meist ein sauberes Leinenhemd. Die Hände wurden über der Brust gefaltet, oft um ein kleines Kreuz oder eine geweihte Kerze gelegt. Der Körper wurde dann auf einem Brett oder einer Strohmatratze aufgebahrt und sorgfältig nach Osten ausgerichtet. Mit dem Gesicht zur aufgehenden Sonne, dies symbolisierte die Hoffnung auf die Auferstehung am Tag des jüngsten Gerichts. In vielen Regionen war es üblich, dem Verstorbenen die Augen zu schließen und den Kiefer mit einem Kinnband hochzubinden, um zu verhindern, dass der Mund offen stand. Anschließend begann die Totenwache Vigilia. Der Leichnam wurde im Haus oder auf dem Land oft vor der Haustür aufgebahrt, umgeben von brennenden Wachskerzen. Ihr geweihtes Licht sollte die Mächte der Finsternis fernhalten, die versuchen könnten, sich des Körpers oder der noch nahen Seele zu bemächtigen. Die ganze Nacht hindurch wachten Familie und Nachbarn abwechselnd am Leichnam. Sie beteten Psalmen, sangen Klagelieder und erinnerten sich an den Verstorbenen. Die Totenwache war ein tiefes Gemeinschaftserlebnis. In der geteilten Trauer und dem gemeinsamen Gebet fand die Gemeinschaft Trost und bekräftigte ihre Bande im Angesicht des Verlustes. Die Furcht vor der Rückkehr, Wiedergänger und Schutzrituale. Die tiefste und dunkelste Angst der mittelalterlichen Menschen war jedoch nicht der Tod selbst, sondern die Möglichkeit, dass die Toten nicht in ihren Gräbern blieben. Im Volksglauben existierte die schreckliche Vorstellung des Wiedergängers eines leibhaftig zurückkehrenden Toten, der Unheil über die Lebenden brachte. Man glaubte, dass bestimmte Menschen dazu verdammt waren, als Wiedergänger umzugehen, Selbstmörder, hingerichtete Verbrecher, ungetauft Verstorbene, Kinder oder exkommunizierte Personen. Man fürchtete, ihre Seelen fänden keine Ruhe und seien an ihre verwesenden Körper gebunden. Getrieben von dem Drang, sich an den Lebenden zu rächen. Die Geschichten, die man sich nachts erzählte, waren voll von solchen unheimlichen Gestalten. Sie brachten angeblich Krankheiten über das Vieh, ließen die Milch versiegen und suchten ihre eigenen Familien heim. Um diese schreckliche Wiederkehr zu verhindern, griff man zu drastischen und aus damaliger Angst verständlichen Schutzritualen. Bevor der Sarg geschlossen wurde, band man dem Leichnam Hände und Füße zusammen, um ihn am Gehen zu hindern. Oft legte man ihm schwere Steine auf Brust und Glieder, um ihn physisch im Grab niederzuhalten. In einigen Regionen und besonders im Volksglauben Osteuropas kannte man noch drastischere Methoden. Man legte dem Toten eine Sichel um den Hals, damit er sich beim Versuch, sich aufzurichten,
selbst enthaupten würde. In besonders hartnäckigen Fällen wurde der Leichnam sogar gepfählt, um ihn endgültig an die Erde zu nageln. Manchmal begrub man den Körper auch auf dem Bauch liegend, damit er sich tiefer in die Erde graben würde, sollte er erwachen. Diese apotropäischen, also unheilabwehrenden Rituale waren keine sadistischen Akte, sie entsprangen einer tiefen, existenziellen Furcht. Denn der Wiedergänger war keine Fantasiefigur, sondern eine reale Bedrohung für die Gemeinschaft. Wenn euch diese Reise in eine Zeit, in der die Grenze zwischen Leben und Tod so durchlässig schien, fasziniert und ihr mehr darüber erfahren wollt, wie Glaube und Aberglaube das Leben unserer Vorfahren geformt haben, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weitere Episode zu verpassen. Welches dieser mittelalterlichen Rituale findet ihr am erschreckendsten oder faszinierendsten? Die Angst vor dem Scheintod oder die drastischen Maßnahmen gegen Wiedergänger? Schreibt es uns in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Gedanken. Der letzte Weg Prozession und Begräbnis. Nach der Totenwache folgte der letzte Akt, der Weg zum Kirchhof. Der Leichnam wurde auf eine einfache Holzbahre gelegt. Für die Armen war der Körper lediglich in ein Leinentuch gehüllt. Denn Särge waren ein Luxus, getragen wurde die Bahre von den engsten männlichen Verwandten oder Nachbarn. Die Prozession bewegte sich langsam von der Haustür zur Pfarrkirche. An der Spitze ging der Priester und schwang ein Weihrauchfass. Ihm folgten Ministranten mit Kreuz und Kerzen. Dahinter kamen die Klageweiber, die laute Wehklagen ausstießen, und schließlich die trauernde Gemeinde. Das Läuten der großen Kirchenglocke begleitete den Zug und verkündete allen, dass ein Mitglied der Gemeinschaft zu seiner letzten Ruhestätte gebracht wurde. Der Kirchhof selbst lag direkt im Zentrum des Dorfes, um die Kirche herum, und war ein pulsierender Teil des täglichen Lebens. Tagsüber wurden hier Märkte abgehalten und Kinder spielten zwischen den Gräbern. Doch wenn eine Begräbnisprozession nahte, wurde der Ort wieder zu heiligem Boden, die Nähe zur Kirche war beim Begräbnis entscheidend. Je näher ein Grab am Altar oder an den Reliquien lag, desto heiliger der Ort und desto größer die Hoffnung auf Hilfe für die Seele im Fegefeuer. Reiche Adlige wurden sogar in der Kirche bestattet. Die meisten Menschen fanden ihre letzte Ruhe jedoch auf dem Kirchhof, oft in Gemeinschaftsgräbern, die aus Platzgründen nach einiger Zeit neu belegt wurden. Ein eigener Grabstein war eine Seltenheit. Entscheidend war nicht der persönliche Platz, sondern die Beisetzung in geweihter Erde. Am offenen Grab vollzog der Priester die letzten Riten. Er segnete das Grab mit Weihwasser und warf 3-mal Erde auf den Leichnam. Während er die feierlichen Worte sprach, Memento, homo quiab es et in palvem reverteris. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Mit diesem Akt wurde der Körper der Erde übergeben. Die Verbindung zu den Toten riss aber nicht ab. Sie lebte fort in Gebeten und Messen, im Glauben, dass die Lebenden das Schicksal der Seelen im Jenseits noch beeinflussen konnten. Das Sterben im Mittelalter war, wie wir gesehen haben, weit entfernt von unserer heutigen, privaten Erfahrung. Es war ein tief verwurzeltes soziales und religiöses Schauspiel, in das die gesamte Gemeinschaft eingebunden war. Der Tod war kein Tabu, sondern eine allgegenwärtige Realität, der Mann mit einer komplexen Mischung aus Glauben. Aber Glauben und praktischer Notwendigkeit begegnete. Von der öffentlichen Beobachtung des Sterbeprozesses über die letzte Beichte bis zu den Ritualen zur Bannung von Wiedergängern diente jede Handlung einem Zweck, die Seele sicher ins Jenseits zu geleiten und die Ordnung wiederherzustellen, die durch den Tod gestört worden war. Die Rituale schufen in einer Welt voller Unsicherheit eine feste Struktur und gaben den Menschen das Gefühl, dem Unvermeidlichen nicht völlig machtlos ausgeliefert zu sein. Der mittelalterliche Kirchhof war keine Grenze,
sondern eine Brücke zwischen den Welten. Die Toten blieben als Fürsprecher oder mahnende Geister ein präsenter Teil der Gemeinschaft. Vielleicht liegt in diesem Umgang mit dem Tod, so fremd er uns auch erscheinen mag, eine tiefere Wahrheit verborgen, die Erkenntnis, dass der Tod eines Einzelnen immer auch ein Verlust für alle ist. So war das Sterben im Mittelalter eben kein Ende, sondern ein Übergang, der nicht in Einsamkeit, sondern inmitten der Gemeinschaft vollzogen wurde.